Die sind ja der Wahnsinn. Habt ihr von gehört, wie kross das ist? Burger, ne? Das ist schon ein Brett. Damit herzlich willkommen zurück auf unserem Zweitkanal Big M TV und einer, ich sag mal, indirekten Neuvorstellung, denn wir sind in Düsseldorf bei Faith, Japanisch Fusion Kitchen. Ich bin darauf aufmerksam geworden schon mal vor ein paar Monaten, denn dann hat hier der dritte Laden schon aufgemacht in Düsseldorf und es soll in Zukunft noch weitergehen, kann ich euch sagen. Aber war noch nie hier und diese Gelegenheit wollte ich mir jetzt mal nehmen und deswegen probieren wir heute japanische Fusion Kitchen. Man will laut der eigenen Story mehr zeigen als, ich sag mal, die Klassiker aus der asiatischen Küche und eins darf dafür nicht fehlen, was wir auch schon das ein oder andere Mal auf unserem Kanal getestet haben und das sind die legendären japanischen Burger. Schon hier bei Faith mehrfach ausgezeichnet, kann ich euch sagen. Ob das Ganze hält, was es verspricht, das schauen wir jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß mit den heutigen Eindrücken von Faith aus Düsseldorf. So Leute, es ist soweit, ihr habt die Eindrücke gesehen und ich sag euch ehrlich, ich fühle mich hier jetzt schon pudelwohl. Unabhängig von dem Essen, was hier vor uns ist, aber diese Atmosphäre, ne, ich liebe das ja. Diese, ich sag mal, sowieso japanische, asiatische Kultur ist meins. Ich glaube, ich wäre ein perfekter Japaner, ne, weil unabhängig vom Essen, dass ich Sushi, alles drum und dran liebe, aber ich liebe einfach diese Höflichkeit, diese Kultur. Also wie gesagt, ich liebe unser Asiaviertel in Düsseldorf, Little Tokyo, liebe Grüße gehen raus. Aber auch hier schöne Atmosphäre, leichte Musik im Hintergrund, ihr habt auch so ein bisschen hier so gesehen, wie es dekoriert, geschmückt ist. Klein, aber fein für mich. Also ich war noch nie hier, aber ich bin jetzt schon so, dass ich sage, ich fühle mich wohl. Deswegen sitze ich auf dem T-Shirt, ne? Richtig cool, auch der Background so. Und ich würde sagen, das Wichtigste ist aber jetzt natürlich wie immer, wie das Ganze schmeckt. Wir haben natürlich hier die japanischen Burger, für die das Ganze bekannt ist und auch steht. Dazu 3 Sides. Die klassischen Pommes haben wir weggelassen, aber das sind jetzt, sage ich mal, die Sides, die man als Menü mit dazu holen kann. Zum einen klassisch, wie wir vor uns haben, die Sweet Potatoes. Liebe ich mittlerweile einfach. Wenn ich mich zwischen normal und Sweet entscheiden würde, wären es definitiv die Sweet Potatoes. Dann würde ich sagen, kommen wir mal kurz zu den Getränken, denn ich habe gerade noch ein zweites bekommen. Das ist zum Beispiel einmal der Faith Tea, ne? Also den hat man einen eigenen Namen dafür gegeben. Litchi mit dabei, ne? Hier, ich glaube, das ist sogar so ein Zitronengeschmack. Wisst ihr was, ich habe sowieso, das probieren wir direkt. Probieren wir? Ja, ist dieses klassische, ich sag mal, so ein leicht Zitronengeschmack. Ich hatte tatsächlich mal früher, ist jetzt nicht vergleichbar, weil es frisch ist, aber ich sag mal so Art sogar Drinkpulver, was so Richtung Litchi war, weil ich so, ich sag mal, den Geschmack halt mag, ne? Ist nicht jedermann, aber ich mag es, weil es so leicht süßlich ist. Dieser Faith Tea, ich muss sagen, das sieht schon so nach Eistee, meine ich jetzt nicht böse, aber so nach Zitrone oder Pfirsich-Eistee aus. Boah, bin ich gut oder bin ich gut? Tatsächlich geht in die Richtung Pfirsich-Eistee. Genauso schmeckt's. Mittlerweile, wenn man jeden zweiten Tag, ich sag mal, so ein Video dreht oder am einen Tag sogar mehrere, dann hat man schon, auch wenn man vorher nichts damit zu tun hatte, schon jetzt mal sowas, ne, wie das eine oder andere, was man schon so sieht, könnte so in die Richtung sein. Aber ich würde sagen, da haben wir jetzt unsere beiden Getränke einmal ein bisschen probiert. Muss ich sagen, ich bleibe weiterhin so bei der Litchi-Fanseite. Wie gesagt, die Süßkartoffelfries, die hatten wir jetzt gerade schon. Da würde ich sagen, kommen wir zu den nächsten. Das sind natürlich hier Trüffelfries, ne? Auch klassisch hier natürlich mit der Trüffelmayo, Parmesan und ein bisschen Schnittlauch drüber. Ich würde sagen, wisst ihr was, die lachten mich eigentlich auch schon so an. Schaut mal hier. Richtig, richtig schön bestrichen. Ich meine, Trüffelmayo ist ja mittlerweile überall bekannt und wird teilweise angeboten. Es darf meiner Meinung nach, wir haben nämlich gleich auch so einen Trüffelburger, nicht zu dominant sein, weil sonst schmeckt man nicht. Aber auf der Pommes, da kann da schon ordentlich reinhauen, ne? Rein da. Und es ist wirklich dieser richtig, richtig schöne Trüffelgeschmack. Ich habe gehört, man macht die Soßen und alles hier selber. Ne? Also hier nichts irgendwie mit Abklatsch oder so. Wir haben zum Beispiel jetzt auch hier vorne, ne, die gleiche Trüffelmayo. Brauchen wir dann dementsprechend nicht probieren. Aber gleich die probieren wir noch. Ich sag mal so eine Hot Chili Soße. Mayo. Die geben wir gleich nochmal mit den Pommes rein. Ich würde sagen, wenn wir sowieso schon bei den Pommes sind, gehen wir jetzt mal in die Süßkartoffel rein. Nehmen uns direkt mal 2, die hier zusammen sind. Boah, richtig krass. Kein Scheiß, Leute. Diese Süßkartoffelpommes, die sind ja der Wahnsinn. Habt ihr von gehört, wie kross das ist? Schaut euch mal die an. Die sind wirklich richtig, richtig kross von innen weich. Also kein Mist, ne? Ich liebe Süßkartoffelpommes und habe sie mittlerweile schon überall probiert, wenn sie mit angeboten sind. Das
Sind mit einer der besten Süßkartoffelpommes, die ich bisher gegessen habe. Unnormal geil. Also die würde ich vor den Trüffel alles mitnehmen. Die Süßkartoffelpommes, ich bin sowieso Fan davon. Die sind unnormal geil. Also schmeckt top. Aber wir haben jetzt hier noch eine andere Pommes-Variante. Und da muss ich mir dann doch mal die Speisekarte hinzuholen. Das ist die sogenannte Okonomi-Pommes, ne? Mit Fave-Spezialsoße, Mayonnaise dazu, Bonoti-Flocken. Muss ich tatsächlich sagen, sagt mir jetzt erstmal nichts. Bonoti-Flocken, aber ich zeige euch das Ganze mal. Sieht dann so aus. Wie gesagt, ihr seht hier so oben diese Flocken da oben drüber, ne? Die so ein bisschen mit dabei sind. Und wisst ihr was? Das nehmen wir uns jetzt mal auch komplett mit der Mayo und dem Pommes und den Flocken hier und hauen uns da mal was Richtiges rein. Also Real Talk wären jetzt so von den Pommes, die ich mir am wenigsten holen würde. Also diese Flocken haben für mich jetzt sehr einen neutralen Geschmack. Man schmeckt die normale Mayo dazu. Die Pommes schmecken gut, gibt's nichts, ne? Also es sind wirklich gute Pommes. Mit der Trüffelmayo, ich bin sowieso ein Fan davon, schmeckt es top. Die würde ich mir als normale Pommes holen, wenn man normale Pommes mag. Die Süßkartoffelpommes, Halleluja, sind die geil. Absolut geil. Und jetzt kommen wir hoffentlich zu dem richtig, richtig geilen Originellen. Und das sind die japanischen Burger. Das, meine lieben Freunde, den Burger, den wir jetzt hier als erst genommen haben, ist der sogenannte Yakiniku-Burger. Marinierte Rinderscheiben, Cheddar-Käse, Feldsalat, frittierte Zwiebeln und dann natürlich die Fave-Spezialsoße. Mittlerweile hat natürlich jeder Spezialsoßen. Ich muss sagen, bei den japanischen Burgern ist mir immer aufgefallen, dass das Brot nicht so weich ist, wie ich sonst mag. Hier fühlt sich das schon unnormal weich an. Und auch der Burger, ne, das ist schon ein Brett. Also da gibt's nichts, ne? Ich bin echt gespannt. Er sieht sehr saftig aus mit dem Feldsalat. Könnte eine Geschmackssache sein, weil natürlich sehr viel Grün, ich sag mal, für Burgerverhältnis drauf ist. Aber wisst ihr was? Ich probiere das Ganze jetzt. Ah, Leute, kein Mist, ne? Das schmeckt ja richtig gut. Also zum einen überrascht mich das Brot, weil es wirklich sehr, sehr weich ist. Das Fleisch schmeckt richtig gut. Was tatsächlich raussticht, sind diese frittierten Zwiebeln. Also die Zwiebeln mit der, ich sag mal, Fave-Soße, der auch wirklich schon, ich sag mal, hier runtertropft, dass ich aufpassen muss, dass es nicht zu sehr tropft, was jetzt gar nicht den Burger durchweicht, aber wirklich für den Burger ausreichend ist. Der Feldsalat ist, ich sag mal, eine Geschmackssache, passt aber dazu. Ob das gleich zu den anderen Burger passt, ist eine andere Sache. Hier würde ich erstmal sagen, passt. Und ich sag mal, eher weniger dann Feldsalat als ein anderer, aber der passt definitiv dazu. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns den Burger und den zeige ich euch erstmal. Das ist der Trüffelburger bei Fave mit marinierten Angus Rinds sogar. Parmesan ist oben drüber, was wir so ein bisschen drüber gesträubt sind. Ne? Die Zwiebeln wieder, eine Tomate sehe ich dazu. Klar, der Feldsalat ist hier tatsächlich bei allen Burgern mit drauf. Und dann hier die Trüffelmayo mit dazu. Wie gesagt, die Zwiebeln haben mich da gerade echt so ein bisschen umgehauen. Was ich letztes Mal gesagt habe oder immer, die Trüffelmayo darf bei dem Burger nicht zu dominant sein, weil sie sonst den ganzen Burgergeschmack einnimmt. Und ich bin jetzt hier gespannt, aber ich hoffe, es schmeckt genauso, wie es aussieht und sich anhört. Ah, Leute, kein Mist, ne? Die Burger sind wirklich gut. Das meine ich wirklich ernst. Und jetzt nicht nur gut, sondern die sind sehr, sehr gut. Ich will jetzt gar nicht sagen, das ist der beste Burger, den ich jemals gegessen habe. Ne? Aber es sind richtig geile Burger. Halleluja. Also ich hätte es nicht gedacht. Die können mit klassischen Burgern unnormal krass mithalten. Also teilweise sogar, ich glaube, wenn man den Geschmack mag, besser. Die Trüffelmayo ist sehr dominant hier, muss man sagen. Wäre vielleicht so ein Klacks weniger, noch ein bisschen besser. Meiner Meinung nach, das Angus Ring sticht raus, also Bombenfleisch. Die Qualität hier, top. Also wie ich mit den Süßkartoffeln gerade und mit allem meinte, das Fleisch unnormal krass. Auch hier passt der Feldsalat dazu, die karamellisierten Zwiebeln, die sind's und auch der Cheddar-Käse. Also ich muss sagen, die Burger hauen mich bisher weg. Also muss man einfach sagen. Aber wir haben noch zwei vor uns und da kommen wir jetzt zu einem besonderen Burger. Und wer jetzt denkt, ach, Crispy Chicken gibt es ja überall, der täuscht sich. Das ist Crispy Salmon, also Crispy Lachs in dem Fall. Das heißt, wir haben hier wirklich ein frittiertes Lachs-Patty. Typisch wieder, ne, den Feldsalat, die frittierten Zwiebeln, die Tomaten. Natürlich die Fave-Spezialsoße, aber noch eine Teriyaki-Soße, die man hier so richtig schön ein bisschen sieht, wenn ich es euch hinhalte. Und wir haben auch noch Frischkäse da drin. Und das ist definitiv eine Variante, die ich gesagt habe, die will ich hier auf jeden Fall probieren, weil ich sie so in der Art und Weise noch nie gegessen habe. Und das Ding könnte auch was richtig Geiles sein. Leute, kein Mist, ne? Das ist ja ein Burger, habe ich noch nie gegessen. Ihr schaut mal hier. Man sieht so richtig fett das Lachsstück, was dementsprechend frittiert als Patty da ist, ne? Und die haben es wirklich geschafft, ich sag mal, das Lachs-Patty auch frisch zu halten. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich schon den ein oder anderen gebratenen Lachs gegessen, wo man sich denkt, Halleluja, der ist so butterweich, das zergeht, bevor man ihn überhaupt im Mund hat.
Das ist natürlich auf dem Burger schwierig, ist trotzdem geschafft. Es ist trotzdem richtig schön saftig noch. Also man kann sich wirklich so ein Lachsfiletstück vorstellen, schön saftig, frittiert dann noch. Und dann in einem Burger mit dieser Spezialsoße, den Frischkäse, schmecke ich relativ wenig, auch wenn man ihn trotzdem mit dabei hat. Ich glaube, den würde ich sogar tatsächlich ein bisschen weglassen. Aber der ist definitiv mit dabei, hat so eine kleine dezente Note, aber auch die Teriyaki-Soße dazu und vor allem diese Fave-Spezialsoße. Also auch das Ding ist ein absolut geiles Ding. Also ich glaube, ich würde mir tatsächlich den hier bisher holen, weil ich den noch nirgendwo anders in so einer Art und Variante gesehen habe. Und dann kommen wir zu einem Burger, wo ich sag mal die asiatische Küche auch für bekannt ist, Ente. Und dementsprechend haben wir jetzt hier einen Entenburger. Knusprige Ente heißt Ahiho Burger. Und dementsprechend auch hier wieder mit dem Feldsalat. Tatsächlich diesmal mit Lauchzwiebeln. Tomate darf nicht fehlen. Und auch da würde ich sagen, es hört sich sehr wild an. Aber eins ist klar, auf dem Kanal lieben wir es, wild zu sein. Und auch da beißen wir zusammen rein. Ich muss wirklich sagen, wäre der Burger, den ich mir am wenigsten hier holen würde. Haut mich gar nicht um, muss ich tatsächlich sagen. Man schmeckt den Entengeschmack raus. Ich bin jetzt sowieso nicht, muss man auch sagen, der krasse Enten-Fan. Aber im Verhältnis zu den anderen ist der für mich auch trockener. Also ich denke einfach, da fehlt für mich noch so ein Touch an Soße. Dann könnte das natürlich auch meiner Meinung nach so ein bisschen schmecken. Vielleicht Teriyaki-Soße bei der Ente noch mit dazu. Wäre meine Empfehlung jetzt hierfür auf jeden Fall. Vielleicht schließt man sich dem Ganzen ja an. Ist für mich jetzt, ich sag mal in Anführungsstrichen, der Burger, den ich mir am wenigsten holen würde. Also ich sag euch ehrlich, ich werde jetzt noch das eine oder andere probieren und dann gebe ich euch ein Abschlussfeedback. Aber Stand jetzt sage ich euch, da muss ich wirklich sagen, Retalk, Daumen hoch. Hat mich bisher alles umgehauen. Wie gesagt, ein bisschen noch snacken, ein bisschen probieren. Dann kommen wir noch zum Abschlussfeedback. Aber Fave, Halleluja, das kann was. Hält, was es verspricht, Stand jetzt. Leute, es ist eigentlich so, dass wir schon zum kleinen Abschluss kommen. Aber man hat quasi einen Burger noch, ich sag mal so, in der Hinterhand, wo man sagen wollte, ey, willst du mal die Veggie-Variante probieren mit einem Süßkartoffel-Patty. Dementsprechend noch, und das fand ich noch mal so interessant, weil ich es auch so noch nie gesehen habe, eine Aubergine noch mit dabei. Ich zeige euch mal den Burger. Wie gesagt, mal bei einem anderen japanischen Fusion-Burger fand ich schon die Veggie-Variante sehr, sehr geil. Und auch hier mit dem Süßkartoffel-Patty für alle, die, ich sag mal, dann Burger nicht verzichten wollen, aber trotzdem kein Fleisch essen, was ja völlig in Ordnung ist, haben dann auch hier jetzt, ich sag mal, neu die Möglichkeit, das Ganze mit dem Süßkartoffel-Patty. Dementsprechend finde ich aber, ich sag mal, auch diese Variante mit der Aubergine halt interessant. Die Fave-Spezialsoße, ich habe mich vorhin mit dem Owner mal so ein bisschen unterhalten, die darf natürlich nicht fehlen, macht hier sehr viel aus und deswegen würde ich sagen, jetzt haben wir eine kleine Cola dazu, die wir uns hier so ein bisschen noch einschütten. Probieren wir nochmal den letzten und das ist, wie gesagt, der Veggie mit dem Süßkartoffel-Patty. Auch hier ist es tatsächlich mit Sesam oben drüber. Und ich würde sagen, der sieht richtig, richtig mächtig aus. Probieren wir mal zusammen. Ah, Leute, kein Scheiß, Neben mir sind gerade neue Gäste gekommen. Die sind schon überlegen, den Süßkartoffelburger jetzt auch zu nehmen, weil er schmeckt wirklich gut. Also der Vorteil ist natürlich hier von diesem Süßkartoffel-Patty, dass natürlich, weil die Süßkartoffel an sich ja schon diese Creme, diese Weichigkeit hat von der Süßkartoffel, weil man reinbeißt, wie wenn ihr es von den Pommes kennt, dass das natürlich so richtig rauskommt, wenn man da reinbeißt, Also man hat wirklich, ich sag mal, nicht wie bei den Pommes jetzt so einen richtig krassen intensiven Geschmack. Trotzdem durch diese Creme, die hier, wie gesagt, so oben noch schön mit dem Frittierten, kommt zu einem, man beißt rein und es wird immer weicher, 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 weil diese Creme da rauskommt. Also der hat mich richtig umgehauen. Wie gesagt, diese Fave-Spezialsoße finde ich top. Also wir kommen sowieso jetzt zum kleinen Abschluss. Ich muss sagen, ich bin mega begeistert. Ich bin schon mit, ich sag mal, so kleinen Erwartungen hingegangen, weil ich schon viel gelesen, viel gehört habe. Aber es hat mich tatsächlich wirklich umgehauen, weil ich die Burger wirklich cool finde. Burger gibt es mittlerweile wie Sand am Meer, muss man ja tatsächlich sagen. Aber ich sag mal, jetzt diese japanischen Burger, die schon mittlerweile auch mehr werden, relativ selten aber noch sind. Trotzdem, wie gesagt, immer mehr. Und hier das Ganze jetzt schon seit 2 Jahren angeboten wird. Und wie gesagt, man versucht auch jeden Monat immer was zu verbessern. Ich sag schon ein bisschen so Perfektion. Man muss aufpassen, dass man sich da nicht verläuft. Aber jetzt mal Retalk, das sind geile Burger. Also gerne meiner Meinung nach das Ganze mal probieren. Wie gesagt, in Düsseldorf gibt es 3 Stationen. Ich verlinke euch das Ganze mal in der Videobeschreibung. Hier könnt ihr natürlich auch Fave bei Social Media mal abchecken. Meiner Meinung nach, wie gesagt, die Burger, die ich euch vorhin erzählt habe, vor allem der Salmon Crispy Chicken, aber auch der Trüffelburger mit der Trüffelmayo und jetzt auch hier, sage ich mal, der mit der Süßkartoffelpommes oder auch der Yakiniku Burger. Das sind für mich Burger, wo ich sage, top. Wie gesagt, der Ente war okay, war jetzt nicht so meins, aber die anderen top. Also auch mit der Süßkartoffelpommes, ich muss sagen, ich bin echt
überwältigt. Das hat richtig gut geschmeckt. Das war eine Menge. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Ich werde definitiv bei Fave wieder vorbeikommen. Checkt das Ganze gerne mal ab. Ich werde jetzt hier noch die Cola Zero genießen. Ein bisschen die Atmosphäre. Denn die kommt auch noch hier mit dazu, wenn man das Ganze hier genießt. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, dann hoffe ich, dass ihr gerne ein Like da lasst. Natürlich auch den Kanal abonniert. Checkt auch gerne unseren Hauptkanal ab. Ich kann mir vorstellen, bei Fave oder vielleicht was damit dazugehört, mal eine geile Challenge zu machen. Alle Burger, ich glaube, es sind 10 Stück oder so. Das wäre, glaube ich, eine geile Sache. In dem Sinne, hat mich gefreut. Wie gesagt, checkt alles gerne ab und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier oder bei unserem Hauptkanal. Macht's gut, bis dann. Von Fave. Ciao, ciao.